Viele also wären dafür, manche sind trotzdem dagegen. Und auch darüber möchte ich sprechen mit Manuel Ostermann. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Willkommen hier im Studio, Herr Ostermann. Schauen wir mal auf die Entscheidung der Innenministerin. Denn seitens der Polizei heißt es ja immer wieder, ja, das können wir auch gar nicht leisten. Ja, was denn? Ja, es ist absolut nicht nachzuvollziehen. Vor allem muss man ja auch sagen, wir haben es ja gerade auch schon im Vorbeitrag gehört, die Freizügigkeit und Integrität Europas sei gefährdet. Das halte ich für ganz großen Unfug und will Ihnen jetzt auch begründen, warum. Es geht nicht darum, den Schlagbaum runterzumachen und mit einer Vielzahl von Einsatzkräften die Grenze dicht zu machen, sondern es geht darum, dass wir die Zuständigkeit haben, grenzpolizeiliche Maßnahmen überhaupt umzusetzen. Also klassisch Grenzbehörde zu sein. Und deswegen verstehe ich die Bundesinnenministerin auch nicht, weil die Begründungen sind ausreichend vorhanden. Ja, Herr Ostermann, aber andererseits kommt eben von Bundespolizei und den einzelnen Stellen, die sich damit befasst haben, das können wir auf Dauer nicht leisten. Und darauf muss man ja auch eingehen. Also ich meine, ich kann ja nicht was fordern, was ich dann praktisch quasi nicht in der Lage bin zu realisieren. Möglicherweise hätte die Innenministerin anders entschieden, dann säßen Sie hier und würden sagen, ja, tolle Entscheidung, aber wir brauchen mehr Personal, wir brauchen digitalen Rundfunk, wir brauchen mehr Geld, weil das können wir nicht leisten. Also wo ist denn nun die Mitte? Genau, das ist das eine tun, ohne das andere zu lassen. In der Haushaltsaufstellung brauchen wir natürlich vernünftige Sachmittel, damit wir personelle und materielle Ressourcen beiseite schaffen können und dann auch vernünftig adressatengerecht Grenzkontrollmaßnahmen vollziehen können. Und auf der anderen Seite, und deswegen sage ich es immer, die gesetzliche Vorgabe hat die Politik zu erledigen, die polizeitaktische Umsetzung, die Sicherheitsbehörden. Und ich kann Ihnen garantieren, dass wir zwar nicht in der Personalintensität, aber mit klugen Fahndungsmöglichkeiten aus polizeitaktischer Betrachtung, wenn wir denn die Grenzzuständigkeit behalten, also die Notifizierung, dann auch sehr erfolgreich sein werden. Also, deswegen sage ich es immer wieder, die Politik soll uns die gesetzliche Grundlage geben und die Bundespolizei beweist mit Zahlen, Daten, Fakten, dass es gerecht wird. Das mit der gesetzlichen Grundlage ist ja vom Prinzip nur ein Teil eines viel größeren Problems, weil wenn die Innenministerin Ihnen die gesetzliche Grundlage gibt, dann spricht das EU-Recht aber dagegen, weil es nach EU-Recht eben keine Kontrollen an Binnengrenzen gibt, nur übergangsweise, wenn es begründbar ist. Begründbar war es durch die EM, begründbar war es oder ist es jetzt noch durch die Olympischen Spiele, aber irgendwann ist dann mal Schluss. Das hat doch eine ganz, ganz andere Dimension als eine nationalstaatliche. Und genau das ist der Punkt. Die Europameisterschaft dient als Begründung und jetzt die Olympischen Spiele dienen auch als Begründung. Was ist denn die Begründung? Verhinderung terroristischer Bedrohungslage, Verhinderung grenzüberschreitender Kriminalität, Verhinderung unerlaubter Einreise. Wir müssen wissen, wer da in unser Land kommt. Und genau diese Argumentationsketten haben wir 365 Tage im Jahr. Sehen Sie sich die Zahlen an. Ich weiß gar nicht, was die Bundesinnenministerin noch für Belege braucht. Und ich sage es nochmal, die europäische Integrität ist nicht dadurch in Frage gestellt und auch nicht dadurch gefährdet, dass die Grenzpolizei, also unsere Bundespolizei, endlich ihren Job machen kann. Und wir haben es jetzt 5 Wochen lang erleben dürfen und die Bundesinnenministerin würde sicherheitspolitisch hochverantwortungsvoll handeln, wenn sie uns die gesetzliche Legitimation gibt und dann das Vertrauen aussprechen würde und wir würden es auch beweisen. Und trotzdem kommen wir noch mal auf den Punkt des Personals zurück. Ja. Willig heißt nicht gleich möglich und nicht realisierbar. Und das haben Sie ja angedeutet. Klar fehlen uns Kräfte kurzfristig, Natürlich. sind aber auch die kann ich ja nicht vom Baum zaubern, die kann ich ja nicht pflücken. Das ist völlig richtig. Deswegen haben wir ja im Sachhaushaltstitel die Aufforderung gestellt, dass wir vernünftige Grenzkontrolltechnik brauchen. Also wie kann man denn mit wenig Ressourcen großmögliche Ballungsgebiete kontrollieren? Drohnen, künstliche Intelligenz, Digitalfunkausweitung, also Kommunikation, grenzüberschreitende Polizeiteams. Es gibt ganz viele taktische Ressourcen, die haushalterisch unterlegt sein müssen. Und wenn sie das sind und die Bundespolizei in die Beschaffung geht, dann haben wir diese Debatte nicht mehr, weil die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland eins wissen: Die Bundespolizei kann das. Und dieses Vertrauen muss die Bundesinnenministerin jetzt haushalterisch und gesetzlich dieser Bundespolizei zugestehen. Manuel Ostermann war das, der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Danke für das Gespräch, Herr Ostermann. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss.